die Demokratie abzuschaffen. Vergleichen Sie jetzt die AfD mit Goebbels? Ja, das ist eine Nazi-Partei. Finden Sie das nicht maßlos übertrieben? Nein. Weil? Die wir abzuwenden aber haben. niemand in der AfD schlägt vor, Konzentrationslager zu bauen oder andere Parteien zu verbieten oder die Demokratie abzuschaffen. Die AfD hat ganz klar verfassungsfeindliche Bestrebungen, die darauf abzielen. Das ist ja das eine, aber Nazi-Partei mag ja sein, aber Nazi-Partei ist ja doch noch ganz was anderes. Darauf abzielen, unsere Demokratie zu zerstören. Hey Leute, willkommen in der Realität. Saskia Esken hat's mal wieder geschafft. Im Interview zieht sie tatsächlich Parallelen zwischen der AfD und Joseph Goebbels. Ja, du hast richtig gehört. Diese Aussage ist so entgleist, dass man sich fragt, ist das noch Politik oder schon strafbare Hetze? Was Esken hier alles vom Stapel lässt, zeigt nicht nur, wie sehr ihre Partei am Boden liegt, sondern auch, wie gefährlich und wirr die Rhetorik der SPD inzwischen geworden ist. Wer ernsthaft glaubt, die Hälfte der Deutschen seien Nazis, hat entweder den Bezug zur Realität verloren oder verfolgt eine Agenda, die brandgefährlich ist. Warum sie mit solchen Aussagen vielleicht selbst den Straftatbestand der Volksverhetzung berührt und warum die SPD immer tiefer sinkt und was das über ihren Zustand verrät, all das schauen wir uns jetzt an. Also bleibt dran, das dürft ihr nicht verpassen. Und wie immer, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr von Eskens Aussagen haltet. Ich bin gespannt. Auf geht's! Und genauso ist es natürlich in den Landtagswahlen. Aber da haben Sie ja in der anderen Moderation schon ganz klar gesagt, da stehen wir nicht gut da. Das ist richtig. Da stehen auch andere Parteien nicht gut da. Und da wird es die große Schwierigkeit sein, wie können wir dort Regierungen bilden ohne Zusammenarbeit mit der AfD. Wir sind ganz klar, dass eine Zusammenarbeit nicht in Frage kommt, aber ich weiß nicht, ob alle so klar stehen. Das ist schmerzlich, natürlich, vor allem die Relation zur AfD. Ganz klar, dass die AfD so eine Zustimmung bekommt, immer noch, obwohl mittlerweile ja viele Aufdeckungen von Journalisten, aber auch von den Behörden eben darauf hinweisen, das ist eine Nazi-Partei, das ist eine Partei, die uns auch wirklich in größte Schwierigkeiten stürzen würde. Und trotzdem ist die gleich stark wie die SPD. Warum? Genau. Wir sind natürlich in einer Situation als Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Und deswegen haben wir die Tendenzen auch überall in Europa, dass die Gesellschaft, dass die Bevölkerung hoch verunsichert ist, weil wir in viele multiple Krisen haben, die sich aufeinander stapeln, die Menschen verunsichern. Zuerst Corona, dann jetzt eben auch der Krieg gegen die Ukraine, Russlands gegen die Ukraine. Und viele Umbrüche auch, die wir zu gestalten haben. Die sogenannte Transformation hin zur Klimaneutralität, die Demografie, viele Arbeitskräfte, Fachkräfte fehlen. Uns fehlen auch hier in Österreich und in anderen Mitgliedstaaten. Und das sind schwere Verunsicherungen auch für die Bevölkerung. Und da sind eben die Scheinantworten, die einfachen Antworten, die Sündenböcke, die die AfD zu bieten hat, für viele eine Ausflucht. Und das zu drehen und den Menschen deutlich zu machen, wir brauchen eine aktive Politik, nicht eine, die sich zurückzieht, nicht eine, die Europa aufgeben will als Einigungsprojekt und so weiter. Wir stehen an eurer Seite, wir sorgen für einen starken Sozialstaat, wir sorgen für Sicherheit, auch für äußere, innere, soziale Sicherheit. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Ja. Jetzt haben Sie vor einigen Wochen gesagt, man sollte ein Verbot der AfD prüfen. Ist das nicht armselig, wenn sich eine Partei wie die SPD gegen politische Konkurrenz nicht anders zu helfen weiß als durch ein Verbot? Das ist ein Instrument, das unsere Verfassung vorsieht. Und ich habe das nicht als einziges Instrument in den Raum geführt, sondern es gibt viele andere, die notwendig sind. Wir müssen uns mit der AfD inhaltlich auseinandersetzen. Wir müssen sehr klar deutlich machen, dass sie eben nicht an der Seite der einfachen Leute, der kleinen Leute, der Arbeiterinnen und Arbeiter steht, so wie sie es vorgibt. Das ist eine reiche Elitenpartei. Sie würde volkswirtschaftlichen Wahnsinn begehen, indem sie die EU auch verlässt. Das ist auch so eine Idee. Und unsere Migrantinnen und Migranten, die Menschen, die Deutschland mit aufgebaut haben, des Landes zu verweisen, 27% unserer Bevölkerung, wäre wohl auch ziemlich verrückt. Also politisch bekämpfen ist das eine,
Das andere ist natürlich auch mit rechtsstaatlichen Mitteln. Wir müssen sehen, dass die Finanzströme der AfD ausgetrocknet werden, dass ihre Verbindungen zu verbotenen Organisationen offengelegt werden und dann eben deutlich gemacht werden, dass es so nicht geht. Die Finanzierung, die wir jetzt erleben, die möglicherweise Herr Krah oder auch Herr Büstron entgegengenommen haben, um russische Propaganda, chinesische Propaganda zu betreiben, das sind alles Dinge, die wir auch offenlegen müssen. Aber gleichzeitig haben wir einen Verfassungsschutz, der hat die Aufgabe, die Parteienlandschaft und alle möglichen Akteure zu beobachten und zu schauen, ob dort verfassungsfeindliche Bestrebungen vorhanden sind. Und wenn das bei der AfD gesichert der Fall ist, dann haben wir auch die Aufgabe zu bestreben, dass diese Partei verboten werden kann. Gut, momentan ist es jedenfalls nicht so weit. Sie sagen aber auch, die AfD darf keinesfalls regieren. Ja. Auch nicht in diesen 3 Bundesländern. Ist es demokratisch, eine Partei, die möglicherweise über 30% kommt und in einem Bundesland mit Abstand die stärkste Partei wäre, um jeden Preis von der Regierung fernzuhalten? Ich will Ihnen sagen, Goebbels hat 1935 eine Rede gehalten über die Dummheit der Demokratie. Denn die habe der NSDAP damals alle Mittel an die Hand gegeben, um sie selbst abzuschaffen. Wir werden nicht bereit sein, der AfD die Mittel an die Hand zu geben, die Demokratie abzuschaffen. Aber vergleichen Sie jetzt die AfD mit Goebbels? Ja. Das ist eine Nazi-Partei. Finden Sie das nicht maßlos übertrieben? Nein. Weil? Weil ganz klar das völkische Denken vergleichbar ist, die Bestrebungen, die Demokratie zu untergraben, vergleichbar ist, menschenfeindliche Haltungen gegenüber allen möglichen Gruppen in unserer Gesellschaft vorhanden sind, Ausgrenzung, Spaltung. Das sind ernsthafte Gefahren für unsere Demokratie, die wir abzuwenden haben. Aber niemand in der AfD schlägt vor, Konzentrationslager zu bauen oder andere Parteien zu verbieten oder die Demokratie abzuschaffen. Die AfD hat ganz klar verfassungsfeindliche Bestrebungen, die darauf abzielen. Das ist ja das eine, aber Nazi-Partei, das mag ja sein, aber Nazi-Partei ist ja doch noch ganz was anderes. Darauf abzielen, unsere Demokratie zu zerstören. Davon bin ich überzeugt. Okay. Jetzt hat die SPD kürzlich aber von der AfD Applaus bekommen, und zwar für einen Fraktionschef, der im Ukraine-Krieg von einem Einfrieren gesprochen hat. Das hat der AfD sehr gut gefallen und Sarah Wagenknecht auch. Ihr eigener Verteidigungsminister Pistorius hingegen hat gesagt, den Krieg einfrieren, das würde am Ende nur Putin helfen. Hat Herr Pistorius da nicht recht? Für uns ist es wichtig, immer deutlich zu machen, dass der Frieden, den sich zuallererst Ukrainerinnen und Ukrainer wünschen, den sich natürlich auch die deutsche Bevölkerung wünscht und viele andere, dass der ein wichtiges, erstrebenswertes Ziel ist, aber natürlich ein voraussetzungsreiches. Da geht es um Gerechtigkeit, da geht es um Solidarität und vor allem geht es darum, dass eben ein Frieden kein Diktatfrieden ist. Und der einzige Frieden, der derzeit von Putin angestrebt werden würde, ist eben ein Diktatfrieden. Das heißt, da ist keine Demokratie und da ist keine Freiheit und keine Gerechtigkeit damit gemeint. Einen solchen Frieden würden wir nicht akzeptieren. Also wenn ich Saskia Esken da wieder höre, wie sie mit Schaum vor dem Mund davon redet, der AfD die Gelder zu entziehen, dann kann ich nur sagen, der eigentliche Laden, der trockengelegt werden muss, ist nicht die AfD, sondern dieser völlig verfilzte SPD-Sumpf mit ihren ganzen Vorfeldorganisationen, ihren steuerfinanzierten NGOs und ihren gekauften Meinungsmachern in den Medien. Da fließt das Geld in Strömen und keiner kontrolliert's. Und das Beste, kaum hatte die CDU vor ein paar Wochen mal den Mut, 501 ganz harmlose Fragen zu stellen zu völlig berechtigten Fördergeldern, da rastet die SPD sofort aus. Warum? Weil sie Schiss hat, dass ihre eigenen dreckigen Deals auffliegen. Die ganze Partei lebt doch von Netzwerken, die sich selbst bedienen. Aber nein, die Gefahr für die Demokratie ist natürlich wieder nur die AfD. Und dann dieses ewig gleiche Gesabbel von Esken. Alles, was nicht links ist, ist plötzlich Goebbels. Ernsthaft? Wenn jemand nicht ihre Meinung teilt, ist er gleich ein Nazi. Diese Frau wirft mit NS-Vergleichen um sich, als wär's Konfetti, auf dem nächsten Christopher Street Day. Und niemand stoppt sie dabei. Es ist einfach nur widerlich, dass so eine Figur in der Bundespolitik mitmischt. Und zwar nicht irgendwo hinten auf der Bank, sondern an vorderster Front. Diese ganzen Unterstellungen, dieser Hass auf Andersdenkende, das ist das wahre Problem in diesem Land. Die SPD verliert an Rückhalt, an Mitgliedern, an Glaubwürdigkeit und sucht jetzt mit Gewalt einen Sündenbock. Aber der Bürger merkt langsam, was hier abgeht. Und das ist gut so. Also, Frau Esken, bevor Sie anderen das Geld entziehen wollen, vielleicht erst mal vor der eigenen Haustür kehren. Aber gut, dann müssten Sie wahrscheinlich bei sich selbst anfangen. Wenn dir das genauso auf den Keks geht wie mir, lass gern ein Like da, kommentier deine Meinung drunter und abonnier den Kanal, wenn du echten Klartext willst. Bis zum nächsten Video.
bleibt kritisch und passt auf euch auf.